Ja, hallo zusammen. Heute sprechen wir über Schubkästen, über Holzauszüge und über Vollauszüge. Wie ich sie gebaut habe und ja, wie man eigentlich die einfachsten und schnellsten Schubkästen bauen kann, man sich vorstellen kann. Also ruckzuck. Wenn euch das Ganze Spaß macht und gefällt, drückt vielleicht auf den Abo-Button oder lasst einen Daumen nach oben da. Es freut mich auf jeden Fall. Und jetzt viel Spaß beim Video. Ja, hallo zusammen. Ich wollte heute mal ein paar Schubkästen mit euch bauen. Und zwar auf die denkbar einfachste, simpelste Art und Weise, finde ich, die es gibt. Also super schnelle Schubkästen, die aber trotzdem vernünftig funktionieren, natürlich am Ende vom Tag. Okay, ich nehme euch mal mit auf die Reise. Viele bauen ihre Schubkästen ja mit Schrauben zusammen. Das heißt, die machen gerade Schnitte und verschrauben die nachher. Ich mache die Schubkästen auf Gärung zusammen. Und das heißt also im Prinzip, ich lege mir die hier alle schön nebeneinander hin, wie ich die brauche, in der richtigen Reihenfolge. Ich zeige euch das gleich, dann klebe ich die mit Klebeband zusammen und dann verleimen wir die gleich zusammen. Wenn man die Maschinen, also seine Maschinen gut im Griff hat, dass die gut stehen, ist das auf jeden Fall, finde ich, die schnellste und beste Methode. Aber die Maschinen müssen stehen. Die andere Methode mit dem gerade Zuschneiden, die verzeiht einfach mehr Fehler. Wichtig ist also, wenn ihr sowas macht, der Queranschlag muss perfekt stehen. Das würde ich mittels 5-Schnitt-Methode, das könnt ihr googeln, werde ich aber auch im nächsten Video drüber machen. Also, dass er den per 5-Schnitt-Methode sauber einstellt, dass der Winkel wirklich perfekt ist. Und auch hier die 45 Grad sind natürlich ganz wichtig, dass sie genau sind. Ich würde einen Tick mehr schneiden, also so 45,1, 45,2 so ungefähr. Und auch hier, die Maschine muss wirklich sauber stehen dafür. Es gibt da so wunderschöne digitale Magnete. Ach, ich zeige euch das einfach mal. Hier, diese Teile sind das. Sie sind gar nicht allzu groß. Es gibt die mit 2 und mit 4 Magneten drin. Also das hier ist der mit 4 Magnet. Das finde ich immer besser. Man stellt die praktisch auf seine Kante, die da, also um die es geht. Nullt den. Na, so. Einmal kurz draufdrücken, dann ist der genullt. Und wenn ich den jetzt ans Sägeblatt dran klipse, dann sollte ich meine 45 Grad haben, aber ich hatte das Sägeblatt weiter hochgestellt dafür. Das heißt, wenn ich es jetzt dran mache, hänge ich am Zahn dran. Deshalb habe ich jetzt ein etwas falsches Maß. Warte mal, vielleicht kriege ich es so noch hin. Ich habe nur keine Lust, jetzt die ganze Säge zu verstellen. Ja, hier sieht man es ziemlich genau, 45,2 habe ich jetzt hier stehen. Also so eine Anzeige ist bei diesen etwas günstigeren Sägen immer genauer, als wenn ihr euch da auf die Anzeige von der Säge selber verlasst. So, also ich habe mir die jetzt alle umgedreht hier hingelegt. Immer abwechselnd ein Vorderteil, ein Seitenteil, Rückteil, Seitenteil. Ich habe hier ein ganz normales, gut klebendes Kreppband. Also es sollte schon eins sein, was eine vernünftige Klebkraft hat. Sonst habt ihr zu viel Flucherei dabei. So. Also einmal hingelegt, dann einmal vorsichtig umgedreht. Dann habt ihr hier überall eure schönen Fugen. Da kommt Leim dran. Da wir eine Spanplattenverleimung haben, tue ich immer auf beide Seiten ein bisschen was drauf. Weil die Spanplatten, also beziehungsweise OSB-Platten, die ziehen mehr Leim. Also in dem Fall würde ich sagen, viel Leim, viel gut.
Nach vorne kann sich ja eh nichts rausdrücken, da ist das Klebeband ja im Weg. Also der Leim kann nur nach innen reinkommen. So. Dann kann ich die andere Seite mit ein bisschen Druck auch wieder nachkleben. Das ist die, wo ich das Ganze zusammengefügt habe. So, und das war es auch schon. Noch ein Lappen. Innen kommt ein ganz kleines bisschen Leim raus, aber es ist echt nicht viel. Den mache ich direkt weg. Dann habe ich das Thema aus der Füße. Und die Winkel halten sich eigentlich selber gerade. Das heißt also halten das Stück gerade, weil ja von allen Seiten der gleiche Druck kommt. Das heißt, wenn ich jetzt hier in meinen Winkel reingehe, ja, was soll ich sagen, ne? Es ist wirklich perfekt winklig. Ich habe keine einzige Zwinge benutzt. Und den lege ich jetzt einfach auf Seite. Mache einfach den nächsten. Also da mache ich jetzt den ganzen Stapel durch. Ich habe jetzt da 15, 11, 12, 13, 14, ich glaube 15 Schubkästen habe ich jetzt zu bauen. Und wenn ich die Seiten alle zusammen habe, dann zeige ich euch, wie ich die Böden drunter mache und auch das in zwei verschiedenen Systemen. So, es ist alles verleimt. Schaut mal her. Da haben wir Schubkästen. Hier Schubkästen. Hier habe ich auch schon mal Böden, Schubkastenböden zugeschnitten. Da sind Schubkästen. Und wenn ihr meinem Schubkasten nicht so ganz traut, gibt es auch hier diese Korpuszwingen oder Bilderrahmenzwingen. Die funktionieren eigentlich auch ganz gut. Also hier bei dem schmalen wollte ich einfach ein bisschen mehr Druck drauf haben. Und ja, soweit bin ich jetzt erstmal. Und jetzt geht es dann gleich weiter mit dem Böden drunter machen und noch so eine Kleinigkeit zur Stabilität, was ich euch zusätzlich zeigen wollte. Die Schubkastenseiten hatte ich gestern verleimt. Die sind jetzt richtig schön durchgetrocknet. Die sind auch stabil. Also das ist echt in Ordnung so. Jetzt kommen die Böden drauf. Also drauf, drunter, das kann man jetzt sehen, wie man will. Hier in dem speziellen Fall, um das gerade mal zu zeigen, seht ihr wahrscheinlich hier, die Böden stehen über. Das liegt daran, dass ich jetzt hier bei den Schubkästen nicht mit Vollauszügen arbeite, sondern mit im Prinzip selbstgebauten Holzauszügen. Und das ist halt dann meine Auflage, auf dem der Schubkasten läuft. Also der Schubkasten läuft praktisch auf der Unterkante vom Boden. Zeige ich euch nachher nochmal genauer. Aber nur, dass ihr einfach wisst, um was es geht. Oder wieso der Boden übersteht. Ja, das heißt, ich habe jetzt hier meinen Schubkasten. Wie immer. Ihr kennt das ja schon ein bisschen von mir. Viel Leim, viel gut. Einmal ordentlich Leim außenrum. So. Einmal den Boden drauf. Der ist hier auf beiden Seiten bündig. Das heißt, wenn ich mir den hier vorne bündig drauf lege, dann ist er schon mal hier ziemlich parallel. Dann habe ich mir hier bei dem kleinen Winkel meinen Überstand genau angezeichnet. Da kann ich nochmal zur Sicherheit kontrollieren. Das passt aber wunderbar. Und jetzt machen wir ein bisschen Krach. Manche werden jetzt sagen, was für ein Dilettant, wieso schraubt er das nicht? Ich schieße den Boden jetzt einfach drunter, weil der hat ja nichts zu tragen, der Boden. Das Gewicht, was da ist, drückt ja eigentlich nur auf den Boden drauf und von da aus auf die Führung. Und nicht wie normalerweise von der Schubkastenkante auf den Boden. Das heißt, ich schieße den Boden jetzt drunter
Er wäre auch sonst stabil genug, wenn jetzt hier eine Vollauszug an der Seite wäre. Ja, Moment, damit es keinen Unfall gibt und ich sehe, wo ich hin muss. Hier habe ich mir dann Striche drauf gemacht, dass ich sehe, wo der Schubkasten aufhört, dass ich besser zielen kann. Da ist noch was drin. Ja, ein bisschen mehr. So, da den Leim weg. Und was ich jetzt auch noch zusätzlich mache, ist, ich schieße jetzt hier gerade rechts und links ein Nägelchen rein. Nochmal zur Sicherheit, weil an der Schubkastenfront wird ja immer wieder gezogen und weil ich ja hoffe, dass die Sachen mir die nächsten 20, 25 Jahre halten, mache ich jetzt zur Sicherheit nochmal hier ein oder zwei Nägelchen rein, um nochmal zusätzlich noch mehr Halt zu haben. Ich meine, der ist ja schon mal von hier unten komplett fest, also die Seite. Sie ist hier komplett geleimt. Und jetzt gibt es halt hier nochmal zwei Nägelchen rein von jeder Seite. Und wenn ihr euch fragt, ob ich Rechts- oder Linkshänder bin, ich bin beides. Gut. Und das ist jetzt ein fertiger, also fertig, nein, der ist natürlich nicht fertig, aber ein Schubkasten mit Boden. Die ganzen Kanten jetzt, die noch hier gerundet werden müssen, die mache ich nachher alle mit der Oberfräse. Aber das machen wir zusammen. Und jetzt mache ich erstmal die anderen 14 Schubkästen noch und da habe ich jetzt erstmal eine Weile dran zu tun. So, die Schubkästen sind soweit alle zusammen. Ich habe sie einfach nur mal da reingetan, damit sie mir nicht im Weg sind. Und jetzt geht es an die Schubkastenführungen, die ich für hier die Schubkästen bauen muss. Und hier links die beiden, also die beiden und da oben der und hier der, die kriegen Vollauszüge aus verschiedenen Gründen. Einerseits, dass ich euch zwei verschiedene Sachen zeigen kann. Und bei dem hier ist es auch so, weil die Säge hier oben drüber steht und hier die Arbeitsplatte breiter wird, will ich einen Vollauszug haben, dass ich einfach ja, auch besser in die Schublade reinkomme. So, jetzt geht es weiter. Bevor ich jetzt die Schubkastenführungen mache, will ich erstmal noch hier die Kanten runden. Ich hatte ja schon vorher gesagt gehabt, dass ich das nachher machen werde. Im Moment kann man sehen, sind sie noch sehr, sehr arg scharfkantig. Das mache ich jetzt hier mit meiner Oberfräse, die ich hier unter den Tisch montiert habe. Dazu gibt es weiter vorne noch ein Video. Also habe ich vor ein paar Wochen gemacht. Werdet ihr finden, Oberfrästisch. Die Absauge ist im Moment noch extrem improvisiert, wie ihr sehen könnt. Da ist gerade noch eine Absaugvorrichtung, also ein Anschlag mit der Absauge, wo auch separat ein großer Kasten dabei ist, wenn man solche Arbeiten macht. Also so ein Kombi-Absaugteil ist gerade in Arbeit, habe ich doch in Bau. Aber ich wollte jetzt erstmal die Werkbank fertig haben, bevor ich mich dann hier weiter an die Absauge dran gehe. Geht halt nicht alles auf einmal. Ich mache jetzt mal ein bisschen Krach. Einen machen wir mal zusammen und dann zeige ich euch, wie es aussieht. So, einmal so.
kann jetzt schon mal sehen, denke ich, dass die Rundungen besser aussehen. Das ist jetzt nur ein 3 mm Fräser. Mehr wollte ich da nicht haben. Ich gehe da noch mal ganz kurz mit dem Bleipapier drüber. Und das ist mir für eine Werkstattschublade gut genug. Wo wir übrigens immer dran sehen können, dass ich wirklich alles bis zum Schluss verarbeite. Die Einlegeböden hier. Seht ihr das? Das ist Verpackungsmaterial von der Tischkreissäge. Also hier wird wirklich alles bis zum Schluss verarbeitet. Hier wird nichts weggeschmissen. Jedes kleinste Fitzelchen wird noch irgendwie einem Zweck zugeführt. Das ist halt so eine Marotte von mir. Material kostet Geld und ich will jetzt nicht sagen, man muss geizig sein, aber warum soll man Geld zum Fenster rausschmeißen? Und deshalb versuche ich halt immer meine Projekte relativ günstig umzusetzen. Deshalb auch USB-Platten, keine Spanplatten, weil die USB-Platten kosten einfach nur die Hälfte. Und wir reden ja von Werkstatteinrichtungen, nicht von Möbeln. Das ist nun mal am Ende vom Tag ein Unterschied. Ich mache jetzt mal die anderen 14 Schubkästen noch fertig und dann geht es an die Führungsschienen bzw. an die Holzführungen dran. Ja, jetzt bin ich an den Vollauszügen dran und ein kleines Problem ist aufgetreten. Die sind wohl vom Lehrling produziert worden. Das sind 60er Vollauszüge und die sind 600er und die sind halt 1 mm länger, als sie sein sollen. Was natürlich ein bisschen blöd ist, weil meine Korpusse sind innen genau auf 600 produziert. Ich hätte die natürlich auch 5 mm tiefer machen können, dann gäbe es das Problem jetzt nicht, keine Frage. Aber ich hatte einfach mir gedacht, ich mache sie 600 tief und dann sage ich so bei dem Zeug, was es so gibt, ach guck mal hier, es gibt 600er Vollauszüge, das ist eine perfekte Platzausnutzung. Auch da hätte ich natürlich 550er kaufen können. Das hätte wahrscheinlich genauso funktioniert, aber das Problem ist halt jetzt da. Ich werde das im Prinzip relativ einfach lösen. Ich werde hinten bei meiner Rückwand mir gerade anzeichnen dann, wo die sind und werde dann kurz mit dem Forstlaborer kurz mal 1,5 mm eine Bohrung machen und dann habe ich genug Platz nach hinten. Ist vielleicht nicht die allerfachlichste Lösung, aber jetzt in dem Augenblick die schnellste. Aber einfach, dass ihr auch mal seht, dass nicht alles klappt, dass es auch mal Probleme gibt und ja. Sonst kann ich euch gerade noch zeigen. Hier könnt ihr das sehen. Da ist schon der erste Vollauszug. Und ja, am zweiten bin ich gerade dran. So, einen Tipp habe ich noch für euch. Der ist auch relativ wichtig, glaube ich. So kann man sehen. Hier habe ich die Führungsschienen. Das hier ist die Schiene, original wie sie ausgepackt ist. Guckt mal, wie die sich bewegt. Stramm, aber sehr träge. Das ist nachher am fertigen Schubkasten blöd. Ich habe das einfach jetzt mal die Lager ein bisschen nachgesprüht. Also eingesprüht, nicht mit WD-40. WD-40 ist ein Säuberungsmittel, ein Reinigungsmittel und kein Schmiermittel, sondern mit einem anderen Produkt, was viel besser ist. Guckt mal hier. Das ist nur ein kleiner Sprühstoß gewesen. Ihr seht, ne? Ihr seht den Unterschied. Und das ist nachher wirklich ein riesiger Unterschied in der Performance am Schubkasten selber. Kostet 5 Sekunden Arbeit und ihr habt ein ganz anderes Ergebnis. So, jetzt bin ich an den Holzschubkastenführungen dran und das sind eigentlich meine Führungen. Das heißt, hier zwischen
läuft dann der Schubkastenboden. Und ganz wichtig, es gibt ein altehrwürdiges Wundermittel, um Holzschubkästen zu schmieren. Das haben wir damals in der Lehre schon beigebracht gekriegt. Und ich habe Schubkästen teilweise von meinem Gesellenstück in der Lehre damit geschmiert. Und die laufen heute noch. Und das ist verdammt eine Menge Jahre her. Das war 89. Und dieses Wundermittel heißt Seife am Stück. Einfach auf die Führungen richtig drauf. Kurz mal drüber gewischt. Und das war es eigentlich auch schon. Also mehr braucht ihr da eigentlich gar nicht. Und habt ihr hier eine Führung, die richtig gut abgeht, die richtig rutscht. Und ich baue jetzt gleich mit euch mal Einsatzführungen ein. So, hier könnt ihr schon sehen, 2 Schubkästen habe ich schon soweit gemacht. Und guckt mal hier. Die laufen eigentlich für einen Holzschubkasten, laufen die ziemlich gut, finde ich. Und ihr könnt hier sehen, könnt ihr es sehen? Moment, ein bisschen tiefer. Hier, das ist dieser überstehende Schubkastenboden. Der läuft dann hier in der selbstgebauten Nut drin. Und damit das Ganze schön passt, geht es ganz einfach weiter. Ich habe hier Sperrholzstreifen, 6 mm. Das sind meine Abstandhalter. Die kommen dann hier auf die Leiste wieder, auf die alte Führungsleiste drauf. Dann kommt da einfach der Schubkasten rein. Moment, falsch rum. So rum. Ich habe die Vorderkanten ein klein bisschen, die Kanten gebrochen, dass das ein bisschen ordentlicher ist. So, und dann mache ich die einfach hier bündig rein. Dann kann ich Moment, ein bisschen höher. So, jetzt seht ihr wieder was. Also die Vorderkanten habe ich jetzt hier schön bündig. Und ich schieße die jetzt einfach mit dem Schussapparat wieder hier die obere Reihe fest. Ach, können wir gerade machen. So, die Abstandhalter raus, den Schubkasten raus, den Rest festgeschossen. Und dann einfach rein. Schon ist wieder einer fertig. Also jetzt so im direkten Vergleich vom Arbeitsaufwand her, wenn ihr mich so fragt, würde ich sagen, die selbstgemachten Schubkästen gehen schneller, kosten weniger. Der einzige Nachteil ist natürlich ganz klar, es sind keine Vollauszüge, ne? Also ab einer gewissen Auszugsweite. Also hier bis zur Mitte passiert natürlich gar nichts, aber ab einer gewissen Weite kippeln die natürlich ein bisschen. Dafür ist die obere Leiste dann immer wieder da, damit das Kippeln halt nicht so viel wird. Ja, Kippleiste, so heißt das ganze fachlich dann. Ne? Ja, okay. Ich denke, das ist schon mal wieder ein bisschen mehr Info für euch, das euch schon mal weiterhilft. Und ich mache jetzt meine ganzen restlichen Führungen. So, das nächste, was jetzt anliegt, ist an die Fertigung
Schubkastenblenden und sowas, da werden jetzt überall die Rundungen dran gefräst. Mit der Oberfräse hier. So, überall sind schöne Rundungen dran. Also ich muss sagen, die Oberfräse, ich kann mich da nur wiederholen, unter dem Tisch drunter, die macht einem das Leben echt viel, viel leichter. So, schaut mal da. Das sind die Griffe jetzt, die ich mir bestellt habe. Was ich auch total toll fand, ist, dass sie direkt Schrauben mit 2 verschiedenen Längen mitliefern. Und die hatten auch noch ein Schraubenpäckchen extra dabei. Also hier ist das ganze Paket. Was ich nicht so toll finde, ist, es ist halt alles doppelt und dreifach verpackt. Jeder Griff ist verpackt, die Schrauben sind alle einzeln, also im Viererpack verpackt. Also das ist natürlich dann, was das Thema Müll betrifft, nicht ganz so toll. Ja, aber sonst, ich glaube, ja, das sieht nachher ganz ordentlich aus, passt zur Arbeitsplatte. Das wird cool. So, die Griffe sind schon mal so weit dran. Ich habe mir da eine Schablone gemacht, die ich einfach auflegen konnte. Hier habe ich Löcher gebohrt, genau 5 cm, die ich haben wollte. Ich habe die Schablone so breit gemacht, wie die kleinen Schubladen sind, also die 40er. Das heißt, dann brauchte ich nur noch drauf zu tun, anzubohren. Und die breiteren, die 60er und die 70er, brauchte ich dann einfach nur am Rand 10 oder 15 cm abzumessen, hat das auch gepasst. Jetzt werde ich die Schablone kürzer schneiden. Und zwar, dass ich auch hier die 5 cm habe und hier die 5 cm habe. Und dann kann ich ihn nämlich dann wunderschön senkrecht an den Türen benutzen. Wo habe ich die Türen überhaupt liegen? Da hinten habe ich sie. Das heißt, dann kann ich die dann einfach wieder passend dranlegen und dann einfach wieder bohren. Das geht alles viel schneller als immer anzuzeichnen. Also einmal eine Schablone bauen und Zeit sparen. So, alle Schubkästen sind soweit drin. Und ich denke, jetzt sprechen wir noch mal gerade über die Unterschiede zwischen Vollauszügen und den Holzauszügen. Um einfach mal einen kleinen Abriss zu geben, Vorteile, Nachteile, einfach noch mal für euch so ein bisschen zusammengefasst. Ja, fangen wir mal an mit den offensichtlichen Unterschieden. Klar, der Vollauszug geht logischerweise ganz raus. Der Holzauszug, na, sagen wir einfach mal, ab einem gewissen Maß, ne, kippt er zu weit nach unten ab. Aber da habt ihr so ungefähr mal den Unterschied vom Auszug her, wie weit es geht. Der Vorteil ist natürlich, wenn ich den Schubkasten mal ganz rausnehmen will, habe ich direkt in der Hand und auch direkt wieder drin. Beim Vollauszug muss ich halt hier die Sperren rausmachen, ihn ganz rausziehen und auch das Reinmachen ist ein bisschen fummeliger. Also das ist schon mal so ein klarer Unterschied. Dann haben wir einen Unterschied in der Innenbreite. Hier habe ich circa oder ziemlich genau einen Zentimeter weniger wie beim Vollauszug. Also so ein Zentimeter ist der ungefähr breiter am Ende vom Tag. Ist nicht viel, aber wir reden ja über Unterschiede. Von der Führung her ist der eigentlich, finde ich, also der Holzauszug ist schneller im Bau. Also deutlich schneller, finde ich. Das geht also ruckzuck. Wobei hier muss man halt seine genaue Höhe haben. Wenn man das öfters macht, geht es wahrscheinlich irgendwann genauso schnell. Aber wenn man das nicht dauernd macht, ist das auf jeden Fall, glaube ich, die flottere Methode, die auch mehr Fehler verzeiht, wenn man mal irgendwas nicht ganz auf einen Millimeter hat. Das ist also hier auch wieder klar der Vorteil. Ein klarer Vorteil von dem Holzauszug ist, dass der Boden gleichzeitig in der Führungsschiene läuft. Und das heißt, alles, was ihr auf dem Boden liegen habt, drückt auf die Führungsschiene drauf und nicht auf die Verbindung zwischen Boden und Seite. Das ist hierbei, wenn man die Böden nur drunter schraubt, wie ich es in dem Fall gemacht habe, halt anders. Hier habe ich natürlich den Druck auf dem Boden, der aber von der Seite abgefangen wird. Das heißt, das hier
ist dann schon stabiler. Wenn man natürlich den Boden einnutet, sieht die Sache natürlich anders aus. Das ist keine Frage, aber das ist natürlich entsprechend mehr Aufwand. Hier geht es ja um schnell und günstig. Ja, Thema günstig. Unantastbarer Sieger, auf jeden Fall natürlich der Holzauszug. Hier, das sind schon relativ günstige Auszüge. Da habe ich im Viererpack bezahlt, nachher umgerechnet ca. 12 € pro Auszug. Hierbei mache ich aus einer USB-Platte, also ich habe da ja 15er USB-Platte genommen, also locker 5, eher 6 komplette Auszüge aus einer Platte. Und die Platte kostet mich dann 8 € am Ende vom Tag. Also Preis-Leistungssieger zu 100% der Holzauszug. Es gibt natürlich so Stellen wie hier unter der Kappsäge. Da ist natürlich der Vollauszug der klare Sieger. Ne? Das macht da absolut mehr Sinn. Im Endeffekt, am Ende vom Tag, kommt es natürlich immer ganz klar darauf an, was ihr braucht und was ihr wollt. Das war jetzt halt nur meine Methode, sagen wir mal. Doch, kann man so sagen. Und ja, ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen weitergeholfen, euch vielleicht ein bisschen inspiriert. Hat euch mal die schönen Klebebandverleimungen gezeigt, die irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Ich bin jetzt gerade hier noch so ein paar Containerschubkästen am Bauen. Die kommen dann unter den neuen Bohrmaschinenschrank drunter. Das ist das aktuelle Projekt. Aber schauen wir mal. Wir sehen uns auf jeden Fall dann im nächsten Video wieder und habt eine schöne Zeit. Ciao.